Willkommen zum Kanal Fast Guides. In den folgenden Minuten zeige ich dir, wie du mit recht einfachen Mitteln innerhalb von 2,5 Stunden, aber keine Angst, davon sind es je 3x30 Minuten Trocknungszeit, einen verrosteten Heizkörper im Badezimmer restaurieren kannst, damit die Heizung wieder im vollen Glanz strahlt. Du siehst die Kniffe beim Schleifen, umsetzbare Tipps beim Reinigen und detailliert die einzelnen Lackierschritte. Einen Heizkörper zu lackieren ist nicht schwer, also bleib dran, es lohnt sich für dich. Heizkörper im Bad sind anfälliger als zum Beispiel im Wohnzimmer. Die hohe Luftfeuchtigkeit kann mit der Zeit dazu führen, dass sich unschöne Rostflecken bilden. Hier siehst du eine Heizung mit einigen verrosteten Stellen am oberen Lüftungsgitter und einen großen Rostfleck im unteren Bereich. Um den groben Schmutz zu entfernen, benötigst du einige Pinsel und zur Tiefenreinigung ein Schwamm- oder Mikrofasertuch. Zum Abdecken verwende ich normales Zeitungspapier. Das geht einfacher und schneller als mit der Folie. Zum Lackieren verwende ich Heizkörperlack in der Spraydose, natürlich aus dem Baumarkt. Dadurch wird die Oberfläche besonders schön und es geht einfacher und schneller als mit Pinsel und Rolle. Außerdem benötigst du Schleifpapier in der Körnung 80 zum groben Anschleifen vom Rost und 150er Schleifpapier zum Anrauen der vorhandenen Lackoberfläche. Der erste Arbeitsschritt ist das grobe Entfernen von Staub. Kalkuliere hier 3 bis 5 Minuten ein und geh dabei gründlich vor. Mit einem Pinsel kommst du in alle Ritzen und Ecken. Für die große Fläche ist es besser, einen Besen zu verwenden. Bei stark verrosteten Oberflächen fällt die erste Lackschicht wie Schnee auf den Boden. Der zweite Arbeitsschritt ist das Schleifen von sichtbaren verrosteten Oberflächen. Verwende für diese Flächen das 80er Schleifpapier. Hierbei wird dir immer wieder der Lack abplatzen und die verrostete, unschöne Fläche immer größer werden. Genau das ist aber auch das Ziel, das Entfernen der losen Lackschicht. Für diesen Arbeitsschritt solltest du 10 bis 20 Minuten einplanen. Die verrosteten Bereiche sollten dabei bis zum Grundmaterial blank geschliffen werden. Wenn du das nicht beachtest, sieht die lackierte Fläche später nicht schön aus und du ärgerst dich. Das habe ich hier in diesem Video mal nachgestellt. Also hau rein, das ist kostenloses Training für die Arme. Trage auf jeden Fall dabei eine Schutzmaske, das ist besser für deine Lunge. Der nächste Arbeitsschritt ist das Schleifen mit 150er Schleifpapier. Hierbei rauen wir die lackierten Oberflächen leicht auf, damit später die Lackschicht besser haftet. Ein leichter Druck reicht dabei völlig aus. Ich schleife von oben nach unten der Rille entlang. Nun sollten die blanken, vom Rost entfernten Bereiche glänzen. Spätestens jetzt solltest du in diesen Flächen die Lackreste entfernen, damit das Ergebnis später perfekt wird. Als nächstes wird mit einem Staubsauger die Überreste vom Schleifen am Heizkörper und um die Heizung herum entfernt. Um die Vorbereitungsarbeiten abschließen zu können, ist es notwendig, den Heizkörper gründlich mit Wasser zu reinigen. Hierbei ist es wichtig, keine handelsüblichen Reiniger zu verwenden. Diese hinterlassen in der Regel eine feine Schicht, die dazu dient, dass sich kein Schmutz an der Oberfläche anhaftet. Das wäre später schlecht beim Lackieren, weil auch der Lack sich nicht mit dem Untergrund verbindet. Am besten löst du in einem Eimer mit Wasser etwas gewöhnliche Kernseife auf. Mit dieser Lösung wird der Heizkörper so lange gereinigt, bis alle Schmutzreste vollständig entfernt sind. Ich habe für die Heizung 3-mal das Wasser gewechselt und ca. 15 Minuten gebraucht. Als letzten Vorbereitungsschritt wird die Umgebung des Heizkörpers großflächig abgedeckt. Das geht sehr gut mit Zeitungspapier und noch besser mit Hochglanzwerbung. Das ist einigermaßen fest, aber doch anschmiegsam genug und geht einfach von der Hand. Endlich sind die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen und das Lackieren kann beginnen. Die Lackspraydose muss vor der ersten Verwendung und bei jedem weiteren Lackiervorgang ca. 2 Minuten geschüttelt werden. Nur dadurch verbinden sich die Farbstoffe und das Lackierergebnis wird gleichmäßig. Je nach Lack, Spraydose und Hersteller kann es notwendig sein, die Sicherung zu entfernen. Mache vor jedem Lackiergang einen Probesprayer auf ein Stück Pappe oder Karton.
Dadurch verhinderst du breitflächige Lackspritzer. Nun kann es endlich mit dem Lackieren losgehen. Versuche die Spraydose ca. 30 cm vom Heizkörper fernzuhalten und spraye gleichmäßig über die Fläche. Lass dich nicht hinreißen, eine Fläche beim ersten Mal sofort wieder zu lackieren. Das bringt überhaupt nichts. Beachte, das Geheimnis beim Lackieren sind mehrere dünne Schichten. Erst bei der dritten oder manchmal auch erst bei der vierten Lackschicht werden die Rostflecken mit Farbe vollständig überzogen sein und verschwinden. Normalerweise lasse ich in meinen Videos die Szenen schneller laufen. Darauf verzichte ich in diesem Abschnitt. Es geht mir nicht darum, künstlich die YouTube-Watchtime zu pushen, sondern dir zu zeigen, dass eine Fläche in ca. 3 Minuten komplett lackiert sein wird. Unterdrücke den inneren Zwang oder den Gedanken, eine angeblich schlecht oder unzureichend lackierte Fläche sofort wieder zu lackieren. Das bringt nix. Unschöne Lacknasen sind die Folge. Du wirst dich danach nur tot ärgern. Bleib ruhig und zieh es konzentriert durch. Das Ergebnis wird gut, glaub mir. Lass dich nicht hetzen, auch wenn dir die nächsten 2 bis 3 Minuten endlos lang vorkommen. Vor allem in den frisch geschliffenen großen Flächen deckt der Lack bei der ersten Schicht nicht so gut. Der Hintergrund scheint durch. Das wird sich mit jeder weiteren Schicht verbessern und ist beim ersten Lackiergang völlig normal. 80% ist geschafft und es geht auf die letzten Quadratzentimeter zu. Kleiner Funfact am Rande: Obwohl der Lack immer weniger wird, scheint es so, als ob die Spraydose kontinuierlich an Gewicht zugenommen hat. Sehen wir uns das Resultat nach dem ersten Lackiergang an. Die vorher blank geschliffenen Flächen scheinen noch durch. Aber keine Panik, es ist normal. In einem großen Teil der Heizung ist schon jetzt ein Aufhellen sichtbar. Vor allem in dem großflächig vom Rost befreiten Bereich ist zu sehen, dass der Lack noch nicht richtig deckt. Wie gesagt, habe ich dieses Areal nicht komplett geschliffen, um zu zeigen, wie es dann aussehen wird. Daher nimm dir 5 Minuten mehr Zeit beim Schleifen und es wird viel glatter werden. Nach ca. 30 Minuten Wartezeit kann die zweite Lackschicht aufgetragen werden. Auch dieses Mal ist es notwendig, die Spraydose durchzuschütteln und einen Probesprayer zu machen. Anschließend wird die Fläche wieder in ca. 30 cm Abstand gleichmäßig lackiert. Diesmal jedoch quer zur Fläche. Dadurch lackieren wir im Kreuzgang. Beachte dieselben Regeln wie beim ersten Mal. Ich bin hier etwas zu schnell. Das habe ich während dem Lackieren bemerkt und langsam das Tempo reduziert. Die Geschwindigkeit während dem Lackieren zu ändern, ist besser als es abrupt zu beenden. Vermeide innerhalb der Fläche mit dem Lackieren aufzuhören. Das gibt unschöne Spritzer und die willst du nicht haben. Trage eine Maske, das schützt deine Lunge. Manche Lacke haben einen unangenehmen und manchmal auch beißenden Geruch. Ich habe in diesem Fall für Durchzug im Gang gesorgt. Das empfehle ich dir auch dringend. Nach dem Lackieren solltest du den Raum umgehend verlassen und wieder ca. 30 Minuten warten. Es handelt sich hier um eine Heizung im Bad. Ich verzichte auf einen vollflächigen dritten Anstrich und lackiere im dritten Gang nur einzelne Bereiche nach. Wenn du möchtest, kannst du den dritten Anlauf natürlich genauso wiederholen wie den zweiten. Für meine Ansprüche reicht es vollkommen. Die großen Flächen glänzen schon jetzt deutlich. Und ganz ehrlich, wer sucht schon im Bad an der Heizung nach Detailfehler? Das Werk ist vollendet. Zeit also für ein Vorher-Nachher-Vergleich. So sah die Heizung im ursprünglichen Zustand aus. Es war matt, die Flächen ergraut und es gab deutliche, sichtbare Rostflecken. Und so sieht die Heizung nach 2,5 Stunden Arbeit aus. Die Heizung glänzt, die Rostflecken sind verschwunden, die Flächen sind sauber und frei von Lacknasen. Am besten sieht man den Unterschied auch im Vergleich mit der Heizung im Gang. Ich hoffe, ich konnte dir die Angst vom Lackieren der Heizung nehmen. Außerdem freue ich mich, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Abonniere den Kanal, dann findest du das Video im YouTube-Bereich Abos, wenn du deine Heizung lackieren willst.
So verschwendest du keine Zeit. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.